Sanlida ist mit einem neuen Visier am Start, diesmal für Recurve. Heute werfen wir mal einen Blick auf das Teil. Kommen die Chinesen ran an Shibuya & Co. Im Januar haben wir erst ein Video zum X10 Compound Visier von Sanlida veröffentlicht. Jetzt kam überraschend eine Version für den Recurve hinterher. Auf den ersten Blick sieht es fast baugleich aus, aber der Teufel steckt im Detail. Mich überzeugt das Visier für den Recurve weniger als die Compound-Variante, aber dazu später mehr. Starten wir mal mit den Basics. Das Visier gibt es aktuell nur in einer Version, und zwar Rechtshand und in der Farbe Schwarz, also genauso wie ich es hier dabei habe. Ob da demnächst noch weitere Versionen kommen, andere Farben oder auch eine für die Linkshand Schützen und Schützinnen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, das wird man sehen. Das Visier hat einen 9 Zoll Carbon-Ausleger und wiegt 225 Gramm, wohlbemerkt ohne Wechselkopf und Korntunnel, fällt aber damit doch sehr leicht aus im Vergleich zu dem, was Vergleichbares am Markt ist. Wir haben 14 Rastpunkte über unseren Ausleger, die im Abstand von einem halben Zoll angeordnet sind, also ungefähr 12,7 mm. Und ja, das funktioniert gut und man hat hier wirklich viele Möglichkeiten, das einzustellen. Dafür gibt es von mir auf jeden Fall schon mal Pluspunkte. Wenn man sich das Visier so anschaut, dann fällt eine Sache sofort auf, und zwar ist das die Visierschiene. Die ist unglaublich lang. Wir haben hier eine 6 Zoll lange Visierschiene, also 150 mm lang, und der tatsächliche Netto-Verstellweg, der ist immer noch 120 mm. Also das sucht seinesgleichen am Markt. Das gibt es sonst überhaupt nicht. Nur mal so zum Vergleich. Ich habe hier mal ein Visier von Schurlock dabei, damit ich nicht immer das gleiche Shibuya als Vergleich ranziehe. Das ist das Adrenaline-Visier. Das hat 100 mm Verstellweg netto und das ist auch so marktüblich. Und wenn man das nebeneinander hält, weiß ich nicht, wie ich das hinkriege, vielleicht so, dann kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, wie extrem lang diese Visierschiene ist. Also das ist wirklich außergewöhnlich. Die Frage ab einem bestimmten Punkt ist, ob man die noch nutzen kann. Also höher als einen bestimmten Punkt wird man seinen Schlitten ja nicht setzen können, denn irgendwann hat man die kürzeste Entfernung eingestellt, 18 Meter oder wenn man Feld schießt, vielleicht 15 Meter oder 10 Meter. Und wenn man das weit genug nach unten stellt, dann ist irgendwann ja auch der Pfeil im Weg. Also ich weiß nicht, ob man diesen extremen Bereich überhaupt nutzen können wird. Aber ja, die Möglichkeit hat Sanlida hier gegeben und grundsätzlich habe ich da nichts gegen und begrüße das eigentlich immer. Naja, wenn ich schon mal am Visierkopf bin, wir haben hier einen Visierkopf, der erstaunlich ähnlich aussieht zu dem, was man an einem Shibuya Ultima Visier findet. Wir haben also hier einen großen Hebel, mit dem man die Schnellverstellung aktivieren kann, also den Schlitten frei bewegen kann. Und dann haben wir hier 4 Gleiter, die auf der Visierschiene gleiten. Das ist an sich gut gemacht. Man könnte auch sagen, gut kopiert und gleitet auch sehr schön. Aber ein kleines bisschen Spiel ist immer noch drin. Also da muss man sagen, die Ähnlichkeit zu Shibuya ist ja nicht von der Hand zu weisen. Da wurden wir auch letztens mal darauf hingewiesen in einem Kommentar. Und das stimmt natürlich auch. Und wenn man hier an dem Shibuya-Visier wackelt, da tut sich gar nichts und hier hat man immer nur ein ganz minimales Spiel. Also da merkt man eben, 1000%ig umgesetzt ist es nicht, aber es funktioniert für den Anwendungszweck eigentlich gut genug und vor allem für den Preis relativ vernünftig. Die untere Rändelschraube, die sieht auch aus wie beim originalen Ultima 1. Mittlerweile hat Shibuya an ihren Visieren das ja durch einen Schraubenkopf ersetzt oder irgendwas. Auf jeden Fall kann man da nicht mehr anfassen. Hier kann man da tendenziell noch verstellen. Das ist eine ganz interessante Geschichte, denn, das versuche ich mal so zu zeigen, wenn ich den Schlitten abziehe, dann ist diese Rändelschraube im Weg. Also ich komme hier zwar drüber, aber das kratzt dran und wenn ich jetzt den Schlitten abziehe, dann sieht man auch hier, dass ich hier schon so eine richtige Schleißspur habe von 2-3 Mal den Kopf von der Visierschiene abziehen. Und auch an der Rändelschraube, an der unteren, bleiben dann irgendwann Spuren. Das ist möglich, dass man das jetzt nicht so gut erkennen kann, aber wenn man das jetzt noch 20, 30 Mal hier abzieht und wieder draufsteckt, dann wird man hier auch den Lack ein bisschen abkratzen, wie ich das eben hier auf der Innenseite auch schon getan habe. Und das ist eine ganz erstaunliche Sache, denn das Visier ist ja annähernd baugleich zum X10 Compound Visier von Sanlida und da besteht das Problem nicht. Da ist genau so viel Luft, dass das hier kontaktlos aneinander vorbei kann. Und bei dem Visier bleibe ich immer
an dieser Schraube ein bisschen hängen. Da weiß ich nicht, ob wir ein Montagsmodell bekommen haben oder ob das bei allen Visieren so ist. Aber das muss ich durchaus kritisieren, dass man sich hier das Visier auf Dauer beschädigt, nur indem man den Kopf abzieht und wieder drauf steckt. Ein weiterer Nachteil im Vergleich zum Compound-Visier, das ich ja gerade hier schon in der Hand hatte, sieht man auch am Visierschlitten. Wir haben hier keine Nadeln, um die Visiereinstellung zu sehen. Also auf der Seite ist ja noch keine Skala draufgeklebt, da gibt es weiße Streifen, die dabei liegen. Auf der anderen Seite habe ich aber eine Skala. So, und jetzt kann ich meine Visiereinstellung an der Oberkante von dem Block ablesen, wenn ich möchte. Beim Compound-Visier waren aber an der gleichen Stelle kleine Nadeln montiert, die man auch verstellen konnte. Das verstehe ich jetzt nicht, warum man beim Recurve das dann gespart hat und gesagt hat, das brauchen die nicht oder ob es einfach vergessen wurde. Aber das ist auf jeden Fall ein zweiter Kritikpunkt von mir. Ansonsten, die Verstellgenauigkeit, die ist eigentlich gut. Also wenn ich hier dran drehe, das fühlt sich sehr präzise an. Die Seitenverstellung genauso. Ich habe auch oben eine Skala drauf, mit der ich die Seitenverstellung einstellen kann oder wo ich meine Einstellung wiederfinde. Und hier ist auch relativ viel Platz nach rechts und links. Das habe ich jetzt gerade nicht gemessen, wie viel Verstellbereich wir da haben. Also das ist alles nicht auf dem Level, zum Beispiel wie Shibuya das baut, aber es ist schon auf einem sehr, sehr hohen Level und ist nicht auf dem Level von einem ganz billigen Einsteigervisier von zum Beispiel Winners oder Avalon. Ja, dann haben wir vorne an unserem Visierkopf auch ein Schnellwechselsystem mit einer Brendelschraube, die ich hier oben lösen kann, und dann kann ich das seitlich rausziehen. Das wiederum sieht so ein bisschen aus wie der Schnellwechselkopf von einem Excel-Visier. Und bei dem Visier dabei ist auch eine Leuchtfaser, die also hier in den mitgelieferten Korntunnel montiert werden kann und tatsächlich sehr schön hell leuchtet. Es ist erstaunlich, also der Korntunnel ist wieder sehr ähnlich wie ein Shibuya-Korntunnel und die Leuchtfaser kann dann auf der anderen Seite hier in diesen Block reingeklemmt werden und kann gelöst werden, wenn man den Korntunnel ganz entfernen möchte oder sehr stark verstellen möchte. Ja, also wie gesagt, ist ein schöner heller Zielpunkt. Wir haben eine zweite Leuchtfaser noch dabei als Ersatz. Da bekommt man also tatsächlich einiges geboten. Klebeskalen zum Beschriften hatte ich schon erwähnt, die liegen also dabei. Das sind 10 Stück. Ich habe die nicht ausprobiert, wie gut die sich eignen. Die sind so ein bisschen Hochglanz. Ich habe das Gefühl, dass die nur beschriftet werden können mit einem Kugelschreiber oder mit einem Marker. Also ich habe das Gefühl, dass das nicht mit dem Bleistift funktioniert. Und dann zu guter Letzt habe ich schon vor mir liegen 2 kleine Visierdämpfer und die sind also auch im Lieferumfang enthalten. Die kann man sich hier in seine Visierschiene schrauben. Die sind tatsächlich hoffentlich ein kleiner Scherz, hoffentlich nicht ernst gemeint, denn dämpfen tut hier gar nichts. Also diese Dämpfer, da sind eben 2 im Lieferumfang enthalten, um irgendwelche Schwingungen abzubauen, die vielleicht entstehen durch die lange Visierschiene. Weiß ich nicht, was die Idee dahinter ist. Sie sind auf jeden Fall relativ witzlos und deshalb würde ich das Visier nicht kaufen. Also entweder geht hier die Gewindestange durch den Dämpfer durch und das Gummi ist um das Gewinde drum gegossen, das kann ich nicht einschätzen. Oder das ist so brutal hart, das Gummi, dass hier gar nichts dämpft. Und es sind eben 2 dabei und bei dem Visier hier, die sehen unterschiedlich aus. Der eine ist so ein bisschen matt, der andere ist so ein bisschen glänzend. Das gefällt mir auch ehrlich gesagt nicht. Und auch der glänzende, der ist noch härter gefühlt, also da tut sich gar nichts mehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Dinger irgendetwas dämpfen. Die sind wirklich nur Optik. Wer möchte, kann sie sich ans Visier schrauben, aber er soll nicht glauben, dass das irgendeine Dämpfungsfunktion erfüllt. Auf keinen Fall. Das zu dem Thema. Und dann haben wir zu guter Letzt noch einen Koffer dabei. Das ist der Standardkoffer von Sanlida. Der ist auch beim Compound-Visier dabei. Und da hatte ich auch schon gute Worte drüber gefunden. Der fühlt sich relativ hochwertig an, hat hier so ein schönes Polster eingebaut. Da kann man sein Visier also sicher mit transportieren. Nachteil am Koffer, zeige ich auch direkt. Mit Visierkopf kriegt man die 9 Zoll Version von dem Visier nicht hier rein. Also das 6 Zoll Compound Visier von Sanlida, das geht mit Kopf rein. Die 9 Zoll Version von dem Recurve Visier, also auch nicht diagonal. Nee, keine Chance. Also von daher, da beraubt man sich wieder so ein bisschen diesem schönen Feature, dass man eben den Visierschlitten an der gleichen Stelle stehen lassen kann und nur den Korntunnel abmachen. So muss man den Schlitten trotzdem abziehen, um das Visier dann wegzuräumen.
Trotzdem hochwertiger Koffer und für den Preis durchaus einiges, was man da mitgeliefert bekommt. Das Visier kostet unter 200 € und man bekommt tatsächlich ja sehr viel fürs Geld, das muss man sagen. Hier und da habe ich ein paar Kritikpunkte, ein paar Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind, aber so richtig schlecht kann ich das Ganze nicht finden. Also da muss man sagen, für das Geld wiederum ist das schwer in Ordnung. Der Carbon-Ausleger, den habe ich auch schon beim Compound-Visier gelobt, mit den Aussparungen, mit den Löchern drin. Das finde ich sehr schön. Das erinnert mich an das Excel Achieve, das Originale, das vor dem Achieve XP. Und sieht man nicht ganz so oft. Wenn man aber einfach nur einen Carbon-Ausleger haben möchte und ungefähr diese Verstellgenauigkeit, gibt es auch Visiere, die günstiger sind, zum Beispiel das Winners SPR 200 für um die 130 € oder sogar noch weiter, das ist dann nur ungefähr halb so teuer wie das Winners Visier, das ist das Avalon Tech One Carbon. Wer Aussparungen im Carbon-Ausleger schön findet, der muss tatsächlich aber deutlich tiefer in die Tasche greifen. Zum Beispiel ist eben das SureLock Adrenaline eines von den Kandidaten, da ist man bei über 300 € oder eben das angesprochene Excel Achieve. Da liegt man bei über 400 €. Also da sind wir also hier natürlich weit runter und liegen gerade mal bei ungefähr dem halben Preis des Excel-Visiers. Zum Sandlila X10 Compound haben wir auch das Feedback bekommen, dass einige das Visier eben nur für eine billige Shibuya-Kopie halten. Da würde mich interessieren, seht ihr das bei diesem Visier genauso und wie seht ihr das grundsätzlich? Belebt das Geschäft? Mehr Hersteller, mehr Wettbewerb, mehr Auswahl? Lasst uns das doch einfach mal in den Kommentaren wissen. Mich würde die Diskussion darüber auf jeden Fall interessieren. Und ansonsten war es das von mir zum X10 Recurve Visier von Sandlila. Ich sage wie immer vielen Dank und bis zum nächsten Mal.